Moin moin und herzlich willkommen bei Saintory. Schön, dass du da bist. Ja Leute, heute gibt es ein Unboxing von Ambre Tabak, von dem Parfümeur und der Nischenmarke Daniel José und tatsächlich auch eine First Impression. Denn ich habe Ambre Tabak noch nie gerochen. Ich weiß natürlich, welche Duftnoten enthalten sind. Ich weiß auch, dass es so in die Richtung von Kilians Angel Share und Orjan von Parfums de Mali gehen soll. Der ein oder andere sagt ja auch, dass es so ein bisschen was von Naxos, von Xerjoff hat. Aber nichtsdestotrotz habe ich es eben noch nie gerochen. Das heißt, ich habe hier einen Teststreifen neben mir liegen und nachdem ich das Parfum ausgepackt habe, sprühe ich es einmal auf und teile euch ebenso meinen ersten Eindruck mit. So, dann legen wir mal los. Also hier seht ihr erstmal noch die eingeschweißte Verpackung. Es kam übrigens direkt aus Spanien. Der Versand aus Barcelona hat nur 2 Tage gedauert. Also das kriegt teilweise ein deutscher Online-Shop nicht besser hin. Das muss ich wirklich sagen, war wirklich ideal. So, ist hier alles ordentlich festgeklebt. So. Dann zeige ich euch mal hier die Verpackung ohne Folie. Ist so eine, ja, man sieht es, so eine aufklappbare Schatulle, das habe ich schon gehört. Hier unten, ja, haben wir die eine oder andere Information. Dann klappen wir es doch mal auf. Ja, das macht einen sehr tollen Eindruck. So auf den ersten Blick schon ein wundervoller Flakon. Den nehmen wir erstmal vorsichtig raus. Ja, ich halte das mal hier so mehr oder weniger an die Kamera. Ich denke, man erkennt das einigermaßen. Das sieht wirklich top aus. Also so im ersten Eindruck gefällt mir das schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir hier den Flakon. Sind die 100 ml. Ja, schwer und massiv ist das schon mal, so viel kann man nicht schon mal verraten. Hier unten steht Daniel José, wenn ich das richtig lese, richtig. Hier oben ebenfalls. Dann nehmen wir mal den Deckel ab. Ja, der ist auch relativ schwer und massiv. Ja, das fühlt sich alles super an. Hier ist dann der Zerstäuber. Genau so, dann hole ich einmal den Teststreifen. Hier ist der Teststreifen, unbenutzt, logischerweise. So, 2 Sprüher waren das. Oh, ich rieche es aber schon. Jetzt machen wir erstmal den Deckel wieder drauf. So, dann rieche ich jetzt einmal dran. Es wird für euch jetzt ein bisschen, ja, unspannend, aber ich muss ja dran riechen. Ja. Oh, super. Oh, was soll ich sagen? Ja, ich muss es einfach sagen, wow, super, toll, lecker, schön, also alles zugleich. Nicht ohne Grund ist es, glaube ich, Platz 26 oder 28 bei den All-Time Favorites, also bei der aktuellen Unisex-Liste. Ja, also ich kann es ja mal mehr oder weniger versuchen zu beschreiben. Ich bin aber ehrlich, ich weiß auch, welche Duftnoten enthalten sind. Da möchte ich jetzt auch irgendwie gar nichts anderes sagen oder so. Aber es riecht tatsächlich für mich, ja, also es geht für mich eher so in die Richtung von Orjan als in die Richtung von Angel Share, aber ja, nichtsdestotrotz kann ich auch den Vergleich zu Angel Share riechen. Also das ist irgendwie so die Mitte, würde ich mal sagen, aber tendenziell eher zu Orjan. Ich muss ehrlich sagen, dass ich so jetzt auf den ersten Riecher relativ wenig Ähnlichkeit zu Naxos herausrieche. Ich glaube aber auch gar nicht mal, dass Naxos da als ähnlich angegeben ist, sondern dass da so grundsätzlich gemeint wurde oder gemeint ist, dass es eben so von vom Aufbau der DNA, von der Duft-DNA generell so in die Naxos-Richtung geht. So, aber ja, heute sollte es ja wie gesagt erstmal nur ein Unboxing inklusive First Impression sein. Also ich muss wirklich sagen, ich bin schwer begeistert. Ja, es riecht einfach super. Also man riecht schon so die Amber und beziehungsweise eher so die Tabak- und Vanillenote heraus. Das muss ich schon sagen. Tatsächlich auch Weihrauch.
Wie gesagt, ich weiß, welche Duftnoten enthalten sind, aber nichtsdestotrotz rieche ich auch hier eine angenehme Weihrauchnote heraus. Also es hat jetzt nichts irgendwie mit, ja, ich nenne es jetzt einfach mal so einen kirchlichen Weihrauch zu tun, sondern ganz angenehm, ganz weich. Ja, die Tabaknote ist sehr angenehm, fein, aber auch definitiv präsent. Ja, vanillig, also Sandelholz riecht man auch raus. Also, wie gesagt, ganz toller erster Eindruck. Ja, ein ausführliches Review wird jetzt in den nächsten 1 bis 2 Wochen nochmal folgen. Da kann ich auch ein bisschen mehr zu der Haltbarkeit und Sillage sagen und natürlich auch etwas mehr zu dem Duftverlauf sagen, denn dann habe ich es ja eben schon das ein oder andere Mal getragen. Aber der erste Eindruck, ich bin begeistert. Dann sage ich erstmal danke, dass du hier warst. Bleib gesund und munter und bis demnächst mal wieder.